Moin Moin und Servus und willkommen in diesem Video. Mein Name ist René. Wir schauen uns heute kurz an, wie man in Lightroom ein Preset importiert. So, wir sind jetzt im Lightroom, im Belichtungsraum, und dann suchst du dir das Bild aus, was du eben benutzen möchtest. Zuerst zeige ich dir, wie man ein Preset einfügt in Lightroom. So, du bist jetzt hier in Lightroom drin. Und zwar, ich habe zwar alles gerade drin, also löschen wir an dieser Stelle einfach mal das Distance raus. Löschen. Vorgabe dauerhaft löschen. Jetzt zeige ich dir, wie du das Preset einfügst, das du zum Beispiel gekauft hast oder bekommen hast, oder du hast es vielleicht schon mal irgendwo gehabt. Rechtsklick auf dieses Plus und dann siehst du schon, was du alles machen kannst. Vorgaben werden importiert oder erstellt oder verwaltet. Das obere machen wir gleich zusammen. Jetzt holen wir uns erstmal ein fertiges rein. Werden importiert. Jetzt suchst du dir natürlich den Ordner, wo du das abgelegt hast. Und in dem Fall möchte ich mein Distance wieder reinholen. Du wählst es also aus und importierst das. Und im Normalfall ist es nun ab jetzt hier vorhanden und steht zur Auswahl neben all den anderen Presets. Also keine große Geschichte. Und weil es so kurz war, zeige ich dir jetzt noch, wie man ein eigenes Preset quasi erstellt. Die Möglichkeiten sind dann natürlich relativ groß. Es kommt darauf an, was für ein Foto du hast und welche Stimmung es haben soll. Ich zeige, wie man das ganz einfach macht. Um den Ablauf zu zeigen, stelle ich ein wenig hier rum, ein bisschen Teal und Orange rein in ein Bild, was Teal und Orange nicht braucht. Leicht vignettiert, die Details leicht angehoben. Noch eine Gradationskurve rein. Und einfach mal nochmal auf Automatik geklickt. Platsch. Fertig ist ein tolles Bild. Obwohl es gar nicht so toll ist. Und jetzt möchte ich das Ganze eben als Preset für immer speichern. Und dazu gehen wir wieder hier rüber in die Vorgaben. Wieder Rechtsklick auf das Plus. Vorgaben erstellen. So. Hier oben gibst du dann den tollen Namen ein, den dein Preset haben soll. Wir nennen es mal toller Name. Und jetzt kannst du alles auswählen, was in dieses Preset mit reinkommen soll. Also zum Beispiel automatische Einstellungen. Das wäre dann das da. Automatisch wird geguckt, wird analysiert, wie deine Belichtung ist, und die Belichtung wird von deinem Bild einzeln angepasst. Kann man machen, würde ich aber davon absehen, weil tatsächlich jede Belichtung unikat ist. Aber natürlich, wenn du genau weißt, dass deine Belichtung so ist, wie du es möchtest, und in jedem Bild gleich, kann man es natürlich schon drin haben. Behandlung und Profil wäre das da. Wenn du nur eine JPEG bearbeitest, hast du da normalerweise nur die Auswahl zwischen Farbe und Schwarz-Weiß. Ansonsten hast du, abhängig von deinem Kamerahersteller, hier verschiedene Standardeinstellungen, und zwar normalerweise die exakt selben wie in deiner Kamera. Also Standard, leicht neutral, ein leicht flacheres Profil, zum Beispiel Porträt bei Nikon ist, glaube ich, ein flacheres Profil. Landschaft ist im Normalfall kräftig, Vivid ist noch kräftiger und so weiter. Das hat man dann hier zur Auswahl. Das wäre dann auch dieses Häkchen hier, der Weißabgleich. Ob er mit reinfällt oder nicht, musst du selbst wissen. Wenn du ihn hier verändert hast, dann wird sich diese Änderung immer mit aufs nächste Bild beziehen. Deswegen persönlich würde ich es weglassen und das lieber dann manuell anpassen. Aber kann man natürlich reinnehmen. Wenn du zum Beispiel ein Bild hattest, wo du viel in
gelben Bereich gezogen hast, dann und im nächsten Bild bist du allerdings schon so weit oben in der Belichtung, im Weißabgleich, wird das Bild automatisch noch gelber und so. Also ich mag das persönlich nicht, ich gleiche es lieber selbst an, aber kann man natürlich machen. So, hier hast du jetzt dann die Auswahl. Soll die Belichtung, die du auf diesem Bild angewendet hast, gespeichert werden, Kontrastlichter, all diese Einstellungen, die du hier vorgenommen hast, werden exakt so gespeichert. Kann man machen, muss man aber wie gesagt nicht, weil Belichtung ist immer so eine Sache. Aber natürlich kann man den groben Look in den Lichtern, Tiefen, Weiß und Schwarz schon auch den Kontrast mitnehmen. Das macht Sinn, weil dann hat man immer denselben Farblook. Radiationskurve habe ich hier eine ausgewählt, macht natürlich auch Sinn, dass man die beibehält. Strukturklarheit, das sind diese Regler dann hier. Wenn die eine Relevanz haben für den Look deines Fotos, dann ganz logisch. Dunst entfernen exakt. Schärfen kann man sich jetzt wieder drüber streiten, weil das ja dann wieder abhängig ist vom Bild. Das würde ich reinnehmen, die Teiltonung, wenn du sie denn verändert hast. Filter, wenn welche drin sind, wobei gerade Filter ist immer so eine Sache, das ist dann wieder sehr abhängig vom Foto, von der Aufnahme selbst. Wenn du natürlich zum Beispiel einen Schwarz-Weiß-Slider hier reingezogen hast, der immer an derselben Stelle enden soll, macht das Sinn. Ansonsten sind die Filter ja meistens so, dass sie punktuell angewendet wurden je nach Motiv, und deswegen würde ich davon absehen, aber man kann sie natürlich reinnehmen. Rauschreduzierung kann man, weil kann sich ja maßgeblich aufs Bild auswirken. Objektivkorrekturen würde ich nur dann reinnehmen, wenn sie explizit auf eine Brennweite bezogen ist oder gar auf ein komplettes Objektiv, weil was ich mir hier merke, ist natürlich abhängig von dem verwendeten Objektiv. Also das kann sich dann auch negativ aufs nächste Bild auswirken, und dann macht diese ganze Schnellvoreinstellung eigentlich wenig Sinn, deswegen würde ich sie weglassen. Genauso transformieren würde ich weglassen, es sei denn, man schneidet immer exakt die Mitte des Fotos aus oder ähnliches. Effekte machen dann wiederum Sinn, weil Körnung und Vignettierung sind natürlich wichtige Stilelemente in solchen Presets. Prozessversion kann man drin lassen, und die Kalibrierung ist eben in dem Fall dieser Teal and Orange Effekt, wie man ihn hier und da sieht. Die sollte man dann drin haben, wenn man denn da drin irgendetwas geändert hat. Wenn du das alles hast, kannst du hier noch angeben, wo gespeichert wird. Normalerweise in den Benutzervorgaben eben. Und wenn du alles hast, was du möchtest, dann klickst du natürlich auf Erstellen, und dann sollte dein Preset hier auftauchen. Je nachdem, wie das geordnet ist und wie es heißt. Und hier ist unser gerade frisch erstelltes Preset und kann angewendet werden, wie man hier in der Vorschau schon sieht. Das soll es zu diesem Thema erstmal gewesen sein. Wenn dir das Video gefallen hat, dann lass ein Like oder Kommentar da oder beides. Abonniere den Kanal, mach die Glocke an. Ich wünsche dir viel Spaß mit deiner Fotografie und deinen Bildern. Wir sehen uns zum nächsten Mal. Ciao, ciao.